KdF. Kraft durch Freude. Das war eine Organisation der Arbeiterfront der Nationalsozialisten. Sie war dazu da, die Deutschen zu beglücken. Sie hatten ein Amt für Wandern und Reisen. Sie veranstalteten also Reisen, auch mit der Gusloff zum Beispiel, diesem Schiff. Und eins der größeren Projekte war ein Familienwagen für die deutsche Familie, der Volkswagen. Projektleiter wurde Porsche. Er machte die besten Entwürfe dafür und war so der Liebling des Führers. Der Volkswagen sollte 990 Reichsmark kosten und konnte angespart werden durch wöchentlich 5 Reichsmark. Als dann die Produktion beginnen konnte, war auch schon so etwas wie Krieg. Also lackierte man den Wagen kurz in Feldgrau um und konnte ihn für die Wehrmacht benutzen. Mit einigen interessanten Änderungen gab es dann auch noch einen Kübelwagen. Mit noch etwas mehr Änderungen hatte man einen allradgetriebenen Schwimmwagen dann noch gebaut. Tja, und die Sparer gingen leer aus. Nach dem Krieg haben sie dann nochmal geklagt und haben ein klein wenig zurückbekommen, so ungefähr 1/6, wenn sie einen Volkswagen jetzt kauften. Jetzt brauchte man noch Fahrer. Da fiel ihnen zum Beispiel mein Vater ein. Den konnte man gut einziehen. Hier wurde er zur Bahn gebracht von meinem Großvater. 2 Stunden später war mein Großvater beim Bombenangriff in Mönchengladbach dann ums Leben gekommen. Mein Großvater war schon im Ersten Weltkrieg Soldat gewesen, war jetzt entsprechend älter und war bei der Küstenartillerie. Nun durfte auch sein Sohn in den Krieg ziehen, für Volk und Vaterland. Als 19-Jähriger zog er an die Ostfront, hatte mehrere Auszeichnungen erhalten. Dann wurde er schwer verletzt, Kniedurchschuss, wurde über das zugefrorene Haff nach Danzig gebracht, weiter nach Dänemark, dort Beinamputation und als letzte Urkunde erhielt er seinen Behindertenausweis. Mein Vater hat nie ein Wort über den Krieg verloren. Noch nicht mal meine Mutter wusste, wann und wie er sein Bein verloren hatte. Und ich, sein Sohn, interessiere mich für Militärfahrzeuge. Sie haben kein Lack, kein Leder und kein Chrom. Es handelt sich hier um einen Lehrfilm der Wehrmacht. Er war ohne Ton. Ich will ihn deshalb etwas kommentieren. Hier haben wir den sogenannten Kommandeurswagen. Es waren ungefähr 550 Stück davon hergestellt worden. Er hatte Allrad und das bedingte, dass er das Fahrgestell vom Schwimmwagen hatte, also die gleichen Achsen und so weiter. Er war sehr beliebt in Afrika, weil dort war er sehr viel eingesetzt worden. Hier kann man also am Kübelwagen, das ist der Typ 82, das Benzin wird eingefüllt. Der Holzstab dient dazu, um festzustellen, wie hoch der Benzinstand ist. Man steckt ihn hinein, hier im Schwimmwagen. Dann ist dort eine Markierung auf dem Holz und dann kann man sehen, wie viel Liter sind noch im Tank. Eine ganz simple Sache, ohne großen Aufwand. Benzinuhr und sowas gab es nicht. Der Schwimmwagen wog auch nur 900 Kilogramm. Er war also sehr leicht. Der Kübelwagen war noch leichter, nur ungefähr 670 Kilo. Bei dem Gewicht war es kein Problem für 4 Soldaten, ihn von der Straße herunterzuheben. Er benötigte keinen Allradantrieb, denn er war hochbeinig und sehr geländegängig. Es wurden ungefähr 51.000 Stück von diesem Kübelwagen hergestellt. Der Motor des VW Kübels hatte 23,5 wackere PS. Aber es kommt ja auf die Übersetzung an. Ich muss sagen, ich empfinde im Vergleich zum Willys Jeep den VW Kübelwagen wesentlich besser. Er hat bessere Sitze, er ist viertürig und vor allen Dingen er hat ein schnell zuklappbares Verdeck, wo man beim Willys 10 Minuten mit 2 Mann braucht, macht man in 2 Minuten beim Kübel. Dieser Wagen ist mir viel lieber, auch wenn er kein Allrad hat, dadurch ist er viel leichter und natürlich im Gelände auch gut zu handeln. Ich bin mal in Australien im Vergleich Willys Jeep und Kübelwagen gefahren, bei einer gemeinsamen Ausfahrt im Gelände und der Kübelwagen konnte das gleiche wie der Willys und der Willys hatte manchmal eher Probleme, weil er zu schwer war. Das Getriebe ist bei allen VW-Modellen, Schwimmwagen, Kübelwagen, Kommandeurswagen, das gleiche. Ein Vierganggetriebe plus Rückwärtsgang. Das bringt den Wagen gut so auf 80 Kilometer. Es ist keine Rakete in der Beschleunigung, aber für Geländefahrten ist er voll und ganz ausreichend motorisiert.
Der Kraftstoffverbrauch lag ungefähr bei 9 Liter. Aus meiner Erfahrung braucht ein Fahrzeug dann im Gelände so das Doppelte, 18 Liter. Man hatte hier nur eine 6-Volt-Anlage, das war manchmal etwas schwach, aber der Motor war ja auch nicht so besonders groß mit seinem Hubraum, sodass er an für sich auch bei Kälte immer noch gut ansprang. Ein Nachteil ist vielleicht, dass man beim Einlegen des Rückwärtsgangs immer den Schalthebel herunter drücken muss und dann wieder in den ersten, wenn man zum Beispiel herauswippen will. Das ist beim Willys anders. Da ist der erste Gang und der Rückwärtsgang liegen genau gegenüber. Die Allradfahrzeuge wie Kommandeurswagen und Schwimmwagen haben auch noch eine Geländeuntersetzung. In dieser Stellung fährt man nur mit Hinterradantrieb ohne Geländeeinlegung. Jetzt haben wir die Stellung Geländegang immer noch aus, dafür aber noch den Vorderantrieb dazu geschaltet. Und die letzte Stellung nach vorne, jetzt haben wir Geländegang eingelegt, Vorderantrieb und Hinterradantrieb arbeiten gemeinsam. Das ist das Optimale, um im Gelände zu fahren. Der meistgebauteste Wagen von Volkswagen für die Wehrmacht war der Kübelwagen. Er war sehr beliebt, geländegängig, man nannte ihn unverwüstlich. Vom VW Schwimmwagen wurden ungefähr 14.000 Stück nur gebaut, im Gegensatz zum Kübel mit seinen 51.000 Stück. Beim Schwimmwagen muss man eins bedenken: Der Schwimmwagen war nicht ein Fahrzeug, was immer im Wasser schwimmen konnte. Wenn er eine kurze Zeit im Gelände gefahren war, dann kann man davon ausgehen, war er nicht mehr dicht. Das hieß, er war auch nur für ruhige Wasserstellen, das heißt Teiche oder Seen, um diese zu durchfahren. Ich finde sogar, dass ein Schwimmwagen einen Nachteil hat. Fahre ich durch einen Fluss und der Wagen schwimmt aus, kann ich ihn nicht mehr steuern. Beim Kübelwagen, dann läuft mir zwar das Wasser ins Auto, aber die Räder bleiben weiterhin auf dem Boden und ich kann die Richtung bestimmen, wohin ich will. Beim Schwimmwagen kann das schon in einem reißenden Fluss sein, dass er aufschwimmt und weggetrieben wird. Also in Köln in den Rhein zu fahren, heißt in Düsseldorf auf der anderen Seite vielleicht auszukommen. Die Richtung steuerte man mit den Rädern. Die Räder liefen auch während der Fahrt mit, denn sie haben auch einen gewissen Antrieb. Wenn man also hinten den Propeller nicht herunterlässt, dann bewegt sich das Fahrzeug durch die grobstolligen Räder auch ganz langsam. Ist das Fahrzeug im Wasser, dann lässt man hinten den Propeller runter und der Propeller rastet in eine Klauenkupplung ein und dann haben wir den Antrieb. Das Fahrzeug ist natürlich nicht sehr schnell und wie schon gesagt, bei reißenden oder fließenden Gewässern ist es schon etwas schwierig, damit die Richtung zu halten. Denn der Wagen hat nur 23 PS und er ist nicht das optimale Wasserfahrzeug. Wobei man aber eins festhalten muss: Ein Fahrzeug, Allrad angetrieben, schwimmfähig und mit einem entsprechenden Propeller und Motor versehen und dann nur 900 Kilo, das war schon zur damaligen Zeit eine ganz besondere Leistung. Und deshalb war der Schwimmwagen auch so beliebt. Er war im Gelände hervorragend. Das muss man festhalten. Hier wurde schon etwas voreilig der Propeller hochgezogen und man sieht, wie sich der Wagen abstrampeln muss, nur mit den Rädern voranzukommen. In dem Moment, wo er dann Grund hat, dann kann er auch wieder richtig herausfahren. Wie bei jedem guten Propagandafilm hat man noch hier vorgearbeitet. Die Böschung wurde exakt optimal für den Schwimmwagen gebaut. Wenn man eintaucht, taucht der Vorderteil ganz stark nach unten. Ich hatte immer das Problem, dann durch das Lenkrohr kam auf einmal so ein kleiner Schuss Wasser. Heute sind die originalen Schwimmwagen sehr gesucht. Man muss einen 6-stelligen Betrag in Euro bezahlen. Es gibt auch schon Nachbauten. Aber ich bedauere das an für sich, denn das verwischt die wirkliche historische Gegebenheit dieser Fahrzeuge. Wenn ihr den Film über diese Fahrzeuge interessant fandet, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Das motiviert. Tschüss.